Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute machen wir was ganz Besonderes. Und zwar habe ich euch bei Instagram gefragt, ob ihr Fragen an mich habt. Und die werde ich euch heute in diesem Video beantworten. Ich habe Tom mal mein Handy gegeben und er hat in den Fragesticker geschaut und wird mir heute eure Fragen stellen. Und ich bin bereit für die erste Frage. Sicher, dass du das bist? Yes. Also ich sag mal so, es gab eine Frage, die wurde überproportional oft gefragt. Okay. Die klären wir später im Stall, okay? Okay. Die erste Frage, weil wir jetzt gerade zu Hause sind, ist, wohnt ihr in einem Haus? Ja. Wow. Aber das haben wir ja schon mal gezeigt auf dem Hella und Tom Kanal, ne? Also da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Da haben wir auch so eine Roomtour gedreht. Gib mal einen kleinen Sneak Peek. Hier ist der Wohnbereich. Hier ist die Küche. Es ist hier gerade nicht aufgeräumt. Ich wusste nicht, welche Fragen hier auf mich zukommen werden. Wann ist es denn hier mal aufgeräumt, Hella? Nie. Also es ist ein sehr realistischer Eindruck hier in unser Haus. Also das ist eher so der Essbereich. Und hier ist dann der Wohnbereich mit Couch und einem riesen Gollum-Bild. Oben ist dann halt noch unser Schlafzimmer und so. Genau, aber da schaut ihr einfach am besten mal auf dem Hella und Tom Kanal vorbei. Und was ist das? Das ist ein Löwenbaby. Das muss ich noch zu Ende malen. Wow. Ich liebe Löwen. Also es ist zwar keine Frage, aber ich bin vom Sternzeichen Löwe. Und deshalb liebe ich es auch, Löwen zu malen, weil ich die Tiere einfach so wunderschön finde. Hier zum Beispiel ist auch ein gemalter Löwe von mir. Passend dazu wurde die Frage gestellt, wollt ihr in eurem neuen Haus Haustiere haben? Ja, also Tom eher nicht, aber ich bin ja voll dafür. Tom sagt, es macht es noch dreckiger hier und es ist ja... Ja, das hast du gerade selber gesagt. Wir schaffen es so nicht mal aufzuräumen, wenn dann hier auch noch irgendein Vierbeiner rumläuft. Aber es wäre so süß. Ja, so ein kleiner Hund, nur so ein kleiner Hund. Also du würdest gerne einen Hund wollen? Ja. Ich würde eher eine Katze nehmen, um die muss man sich nicht so viel kümmern. Auch eine Frage, die sehr oft gestellt wurde, ist, willst du mal Kinder haben? Also ich schon, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Tom? Ja, nur nicht so viele wie du. Ich hätte halt gerne 4, muss ich sagen. 4? Aber ich weiß ja auch nicht, wie das ist, überhaupt ein Kind zu haben. Vielleicht sage ich auch nach einem, nee, das wird nichts mehr. Aber ich muss sagen, ich finde es sehr toll, Geschwister zu haben. Und ich glaube, da muss einfach dann Aber eine reicht auch. Eine reicht. Eine Schwester reicht? Ja. Nein, Leute. Oh, Leute, ich muss mal kurz nach meinen Zwiebeln schauen. Nicht, dass die anbrennen. Ich blende euch hier mal eine Frage ein, die ich eben schon mal gestellt habe an Hella, als sie die Zwiebeln vorbereitet hat. Die nächste Frage kommt von mir und lautet, Hella, wie schneidest du eigentlich Zwiebeln? Was ist das für eine Frage? Und zwar mit meiner Taucherbrille. Fick meine Augen, Leute. Ich kann das gar nicht mehr aufmachen. Es tut so weh, wirklich. Es tut so weh. Ich will dieses virale TikTok-Rezept machen, Onion Boil. Schau mal, ich glaube, die sind jetzt gleich fertig. Eine passende Frage dazu, weil du gerade in der Küche stehst. Okay. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Nicht in der Küche. Ich hoffe, ich habe dann schon Kinder. Ich bin verheiratet hoffentlich. Vielleicht lebe ich auf einer Farm. Eine Farm? Auf einer Farm. Kein Bauernhof, sondern eine Farm. Ja, vielleicht auf dem Bauernhof. Und welche Jahreszeit wäre deine liebste? Stopp. Tom, wo siehst du dich? Ich weiß, das ist zwar nur ein Q&A für mich, aber du gehörst ja auch zu meinem Leben dazu. Also, wo siehst du dich? Es ist nur ein Q&A für dich. Dabei belassen wir es. Welche Jahreszeit deine liebste ist, wenn du jetzt auf so einer Farm leben würdest? Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit. Ich lieb's einfach. Und zwar ist die nächste Frage, was du dir zu Weihnachten wünschst. Soll ich dir sagen, was ich richtig gerne hätte? So ein Ninja Creamy heißt der, glaube ich. Das ist einfach so eine Eismachmaschine. Da kannst du einfach das so reintun und dann mixt er dir so ein Eis. Das finde ich mega nice. Und was ich auch mega nice finde, ist ein Thermomix. Den hätte ich auch richtig lange schon. Weil du auch so gerne oft kochst, ne? Ja. Willst du dir nur Kochgeräte wünschen? Es ist wirklich so fake eigentlich, dass heute hier was im Backofen ist, weil sonst kochen wir gefühlt nur, wenn wir irgendwelche Essensvideos machen, weil sonst kommen wir nie dazu. Und? Wie sieht's aus? Ich glaube ganz gut, oder? Was sagst du? Ich glaube, das ist jetzt gut. Einfach eine ganze Zwiebel essen. Wer macht sowas? Das ist doch dieser TikTok-Trend, Mensch. Mensch, wer macht denn das heutzutage nicht? Ganze Zwiebeln essen. Okay, wenn du mal nicht zu Hause bist, wo machst du dann am liebsten Urlaub? Mallorca. Ich liebe Mallorca. Allgemein Spanien finde ich mega toll. Aber von den Städten her muss ich sagen, also meine liebste Stadt ist Paris. Für wie viel Geld würdest du dich von mir trennen? Nee, also ohne Witz, sowas würde ich nicht machen. Ich würde auch zum Beispiel Gollum für kein Geld der Welt verkaufen, weil ich finde halt, Glück kann man sich dann auch nicht kaufen. Auch wenn mir jemand sagen würde, du kriegst 100 Millionen Euro, dafür kriege ich Gollum. Ich würde halt sagen nein. Also ohne Witz, ich würde halt nein sagen. Das gleiche gilt auch für dich, weil das würde ich einfach nicht machen. Weil dann wäre ich halt totunglücklich, dann hätte ich zwar das ganze Geld, aber was soll ich dann damit anfangen, wenn ich so traurig bin? Das ist süß, Hella. Es hat nämlich auch eine Person geschrieben, wo hast du Tom gefunden? Brauche, wenn ich groß bin, auch einen Tom. Das ist sehr, sehr gut. Ja, Tom, wo habe ich dich gefunden? Er lag einfach am Straßenrand und da habe ich ihn angesprochen, komm.
Willst du mein Freund sein? Nein, das Ding ist, ich glaube am besten... Am Angelteich. Nein. Also ehrlich gesagt ist es total schwierig, jemanden zu finden, der so ist wie Tom. Weil es gibt nur einen Tom. Nein, aber es ist halt wirklich schwierig. Ich glaube, was mir sehr weitergeholfen hat, dass Tom schon Erfahrung mit dem Stall hatte, weil seine Schwester auch schon geritten ist. Und ich glaube, es ist ganz toll, einen Freund zu haben, der etwas so nachempfinden kann. Ja. Und wenn man das halt von klein auf so lernt schon, dann ist das schon ein Da hatte großer ich schon Vorteil. Vorteile im Bewerbungsgespräch damals. Ja, ne? genau. Dann hat sie direkt gesagt, ja okay, du bist es. Die anderen Ja. 50 Bewerber haben jetzt leider versagt. Genau. Aber Hella, jetzt kommt die Frage der Fragen. Ich bin ja unverkäuflich scheinbar. Wenn du dich jetzt aber entscheiden musst zwischen Gollum, Valentino oder Tom, für wen würdest du dich dann entscheiden? Was sind das halt für Fragen? Also ich muss halt sagen, Gollum ist halt schon am längsten da, ne? Gollum ist seit ich 12 bin an meiner Seite und der gibt auch nicht so viele Widerworte, ne? Nein, ich würde mich nicht entscheiden. Also ich muss halt sagen, nee. Würdest Also, du mir jetzt die Frage Gollum. stellen, Gollum oder ich, muss ich ehrlich sagen, das fände ich richtig frech. Und dann würde ich halt sagen, ja, dann musst du halt gehen. Weil also da will man sich gar nicht entscheiden. Tschüss Hella, ich hab Hunger. Bitte bring das Essen mit. Ich bin auch so gespannt, ob das schmecken wird. Wenn nicht, dann werde ich sowas von enttäuscht sein. Da du mich ja scheinbar nicht verkaufen musst, hast du ja scheinbar eine andere Einkommensquelle. Womit verdienst du dein Geld? Ich verdiene tatsächlich mein Geld mit YouTube. Also mit den YouTube-Videos, die ich drehe, mit Instagram, also mit dem ganzen Social Media, was ich mache. Und jetzt, was halt neu dazugekommen ist, sind halt auch die Shows. Und trotzdem muss ich immer alles bezahlen, Hella. Irgendwas läuft da schief. Komisch. Komisch. Jetzt probiere ich das aber mal. Schmeckt's? Kann man das nicht Ich vorstellen. find's nice. Musst du jetzt sagen, weil du es gekocht hast. Ich probiere noch ein Stück. Das ist halt einfach eine Zwiebel. Ich komme da nicht drauf klar. So, und dann muss man das hier so richtig schön in die Soße tun. Ich muss sagen, ich liebe halt auch Zwiebeln und deshalb finde ich das, glaube ich, so gut. Probier du jetzt mal. Ich glaube halt, dass nur die äußeren Schichten schmecken, weil innen drin ist ja nur Zwiebel, außen ist wenigstens noch so ein bisschen Du Gewürz. musst das alles immer in die Soße machen. Ist halt so, wie wenn man die Reste von so einem Gemüseteller isst und da nur noch Zwiebeln drauf sind. Wollen wir endlich in den Stall? Dass Tom sowas mal sagt, ist echt ein Weltwunder. Ja, können wir gerne machen. Okay, los geht's. Na toll, jetzt wo wir los wollen, fängt es natürlich an zu regnen, ne? Wie immer, toll. Super. Ich habe die nächste Frage für dich. Besuchst du manchmal die Produktion in deinem Shop? Ja, das mache ich. Allein schon, um da mal Autogrammkarten vorbeizubringen, die ich selber hier unterschreibe. Meistens hier vorm Fernseher mache ich das. Und dann bringe ich die halt vorbei und schaue natürlich auch einmal, ob alles läuft. Nächste Frage passend zum Shop. Wirst du irgendwann mal ein Produkt für Pferde rausbringen? Das wäre mega cool. Das ist immer noch ein Traum von mir auf jeden Fall, ein Produkt auch für Pferde rauszubringen. Ihr könnt ja mal was in die Kommentare schreiben, was ihr feiern würdet. Ich fände, glaube ich, ein Halfter mega cool. Oder so ein ganzes Set. Wir sind am Stall und die Frage kam, kannst du mal eine Stalltour machen? So Ja. eine kleine. Hier ist unser XXL Misthaufen. Also ehrlich gesagt habe ich noch nie einen Stall gesehen, wo es so einen riesengroßen Misthaufen gibt. Wunderschön. Hier ist die Schwemme, die nach unserer Poolparty auch einfach nur noch den Bach runterging und jetzt einfach mega dreckig wieder Die ist. Schwemme ging den Bach runter? Ja. Was soll ich halt sagen dazu? Da sind einfach wieder tausende Blätter drin. Und da ist dann das Pony-Paddock hinter diesem ganzen Strohfix. Da gehen wir aber später noch hin, da habe ich noch Fragen zu. Okay. Hier ist die Futterkammer. Ja, wie man sehen kann, viele Pferde, viel Futter. Mehr Futter als bei uns im Kühlschrank auf jeden Fall. So, dann haben wir hier die Sattelkammer. Irgendwo unter diesen Sätteln hängen auch meine. Und auch meine Kutschgeschirre sind hier so richtig schön aufgereiht. Und hier ist dann überall so ein Namensschild Hella dran. Ich glaube, keiner hat so viele Sattelböcke wie du. Keiner hat so viele Trends wie ich. Ich habe drei Haken für ein Pferd gefühlt. Nee, Valentinos Trense hängt hier halt auch. Aber Valentinos Trense hängt halt auch hier. Also ich habe hier halt dann auch nochmal 2 Haken. Also es ist wirklich übertrieben, wie viel Zeug ich habe. Aber das braucht man auch alles. ehrlich Ja, gesagt. bestimmt. Hier kommt eine passende Frage dazu. Wo hast du deine Trense für Gollum her? Also ich habe ehrlich gesagt 4 Trensen für Gollum. Und die sind alle unterschiedlich her. Zum Beispiel die hier habe ich von Löstau. Das ist dieses mexikanische Reithalfter, was ich zum Springen immer benutze. Dann habe ich hier noch eine Kandare, die ich momentan einfach gar nicht benutze. Weiß gar nicht, woher die ist. Dann habe ich hier die Dressurtrense, die ist von Bridlery. Und die hier ist von Iconic. Und die hier von Valentino, die ist einfach so sweet. Schaut euch die an. Die haben wir doch irgendwann mal in einem Video geholt. Das war doch immer das Erste, was ich dann anschaue, muss ich kaufen. Das war bei Löstau. Und da habe ich die hierher. Sehr schön. Ganz viele Sammelsachen aus deinen ganzen Videos. Ja. Weiter geht's. Machen wir weiter mit der Stalltour. Hier ist Stroh. Da schläft auch immer die Katze. Das ist der Schlafplatz der Katze, der Stallkatze. Und hier haben wir ganz viele Karren. Und bei mindestens einer ist immer der Reifen kaputt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in jedem Stall so ist. Ich glaube
glaube, das ist nur bei uns so. Es ist halt wirklich furchtbar, da muss man den einfach immer so rantreten. Ich zeige euch die Karre, die ich meine. Es ist genau die hier. An sich ist die halt mega gut. Was ist mit diesem Reifen halt los? Und der geht dann halt immer ab und dann tritt man den halt hier so ran und dann geht es halt auch wieder. Genau, und dann haben wir hier Heu und eigentlich Heulage, die ist gerade nicht da. Ich glaube, die wird gerade sogar geholt. Kennen die Leute bestimmt alles auch noch gar nicht, ne? Ihr kennt das halt alles. Also jetzt kann ich hier vielleicht nochmal unsere Kantine zeigen. Ich finde es auch komisch, dass die einfach Kantine heißt. Ich glaube, in jedem Reitstall heißt die Kantine einfach Reiterstübchen. Bei uns heißt es einfach Kantine, wie so eine Mensa. Wie so, keine Ahnung, das ist echt komisch. Das Coolste an der Kantine ist das da, die Dartscheibe. Da spielen nämlich immer die Jungs, wenn die Mädels am Reiten sind. Und hier ist dann auch schon unsere Reithalle mit einer grünen Bande. Das habe ich ehrlich gesagt auch noch in keinem anderen Reitstall so gesehen. Aber ich finde es irgendwie cool. Es passt zu meinen Farbvideos. Das stimmt. Wenn du jedes Mal alles in grün drehen würdest. Ja, genau. Hallo Gollum. Was kostet hier im Stall die Stallmiete? Okay, Gollum, willst du was dazu sagen? Ist der Massageservice da auch mit drin? Was wird das? Kuss. Für Gollums Box zahle ich 520 Euro im Monat und für Valentino glaube ich so 150 Euro. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass Gollum jetzt noch in diese Führanlage oder so geht, dann muss ich das halt noch extra bezahlen. Oder Freispringen wird hier auch angeboten vom Stall. Das sind alles extra Leistungen, die dann halt noch extra dazukommen oder Wurmkuren oder sowas halt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es für euch günstiger oder teurer ist. So Hella, weiter geht's mit der Stalltour. Wo ist der dreckigste Ort im Stall? Der Misthaufen, glaube ich, oder? Dann lass uns da mal hingehen. Kannst du uns mal deinen Spind zeigen? Yes! Bin gespannt, ob der auch unvorbereitet so aufgeräumt ist, wie du ihn mal hattest. Es sieht hier sogar in Ordnung aus. Es geht, ne? Also, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. So sieht's aus. Ja. Da sind noch die Sachen vom letzten Musikvideo, oder was? Nee. Ja. Wie oft benutzt du die so? Echt nie. Aber ich finde die halt so schön, die passen gut in diesen Spind. Hast du zufälligerweise deine Lieblingsschabracke hier? Denn das war auch noch eine Frage. Ich glaube, das hier ist meine Lieblingsschabracke. Die finde ich halt so schön. Hast du die nicht von dem Fashion Star Dreh bei Die ist von Fashion Star und die ist einfach so schön. Weil die hier bei diesem Fell, dann noch dieser Glitzerrand und ich mag die Farbe auch total gerne. Also ich mag rosa total gerne, aber ich mag auch dieses Baby hellblau mega gerne. Das mag ich auch sehr gerne. Wir sind wieder draußen, denn die nächste Frage lautet, von wo ist dein Anhänger, der neue? Also das hier ist mein Anhänger, der ist von Böckmann und der hat halt eben diese mega coole Kutschenplattform mit dabei, damit ich halt mit den Ponys und der Kutsche gemeinsam losfahren kann. Das ist richtig cool. Ja. Kann man sich immer ein Auto sparen. Der wird ja auch ganz bald schon wieder genutzt, denn die nächste Frage lautet, bist du auf der Messe in Hannover? Ja, da werde ich auf jeden Fall sein. Einerseits machen wir wieder unsere Show Mein Ponytraum mit Mathis und Lisa zusammen und andererseits bin ich ja dann den Samstag und Sonntag bei der Mima Mo Show, das ist die Kindershow, wo ich mitmoderieren darf. Juhu. Yes! Und da habe ich auch noch Auftritte, also jeweils einen Auftritt mit Candy und Valentino vor der Kutsche mit Michelle zusammen. Ich glaube, das wird richtig cool. Und das Beste kommt noch. Was werden wir aufbauen? Wir haben einen eigenen Merch-Stand, was wir vorher noch nie hatten auf einer Messe. Ich bin ganz gespannt, wie der ankommt und kommt gerne vorbei. Und wenn man es jetzt nicht zu der Show schafft, wird es dann noch mehrere Shows von dir geben oder war das die letzte ever? Also mit Sicherheit wird es noch ein paar Shows geben, aber so richtig geplant ist bisher noch nichts. Wann kommt das Musikvideo oder der neue Song raus? Oh, fragt mich, Leute. Es stresst mich ja selber, denn ich möchte ja unbedingt, oder ich brauche unbedingt für das Musikvideo Schnee. Und es ist gar nicht so einfach, wenn man halt so wetterabhängig ist. Also ich würde ja auch mit den Chattis irgendwo hinfahren, das ist ja gar nicht mein Problem, in Harz oder so. Aber da schneit's auch nicht. Da schneit's einfach gerade nicht. Wie kann das sein? Richtig norddeutsches Wetter. Ja, nur Regen. Vielleicht solltest du einfach mal ein Video über Matsche machen oder so. Das wäre leichter zu drehen in Norddeutschland. Genau. Oder über Am besten Regen. noch, also wer will sich das halt anschauen? Also ganz ehrlich, Tom, nee. So, dann gehen wir jetzt mal zu Valentino und dem Pony Paddock, denn da geht's weiter. Hä? Wo kommt die denn auf einmal her? Ich habe mir jetzt schnell eine Karre Heu voll gemacht, denn die Ponys müssen natürlich auch gefüttert werden. Wir kriegen eine Zwiebel zu Hause und die kriegen so eine ganze Karre Heu. Willst du diese Karre Heu essen? Gefühlt lieber als eine Zwiebel. Hallo, das war voll lecker. Hallo. Hallo Valentino. Er wollte nur zu mir. Ja. Gar nicht nur zum Futter, ne? Candy Maus. Jetzt kann sie endlich mal was sehen. Okay, Hella, ich habe eine Frage für dich. Okay. Wie alt war Valentino, als du ihn bekommen hast? 5. Der ist, glaube ich, in dem Jahr dann 6 geworden, aber der war 5. Und wie alt ist er jetzt? Jetzt ist Valentino 14. 14, das heißt, du hast ihn ja schon 9 Jahre oder so? Ja. Ist der eigentlich kalt? Mir ist mega kalt. Also wirklich, ich bin so am Frieren, weil es so mega kalt ist. Die nächste Frage ist, Hella, Ja. kannst du die hier durchs Gitter beantworten? Hoffentlich schon. Willst du mal auf ein Kutschturnier mit Valentino? Ja,
Das ist eines der Träume, die ich wirklich noch habe mit Valentine und Candy zusammen. Ich glaube, das könnte richtig cool werden. Das möchte ich auf jeden Fall irgendwann mal machen. So, fertig mit Essen auffüllen. Wie heißen die Ponys, die bei Valentino auf dem Paddock stehen? Kannst du alle Namen? Ja, hoffentlich. Wir fangen ja schon mal mit der allersüßesten Maus an von allen. Nee, nur die Pferde brauchst du vorstellen, die Mäuse nicht. Das ist Candy. Hallo Candy. Dann haben wir hier noch Flocky. Flocky. Warum heißt der wohl Flocky? Weil er so viele tolle Punkte hat. Dann haben wir Jule. Hallo Jule. Jule bin ich halt früher auch geritten. Die Echt? ist halt so eine süße Maus. Ich mag die richtig gerne. Bester Freund von Valentino, Paul. Echt? Sind die beste Freunde? Ja, die Das ist lieben doch sich. das kleinste Shetty hier, oder? Ja, und der hat auch faustdick hinter den Ohren. Also die können richtig gut miteinander spielen. Die lieben sich wirklich. Dann haben wir sie hier. Das ist Elke. Sie sieht auch so ein bisschen aus wie Valentino, aber halt einfach in kleiner. Wer kommt da? Das ist Bambi. Erinnert mich an Lucys Pferd. Ja, genau, die heißt auch Bambi. Richtig süß. Ich bin mir gerade bei dem richtigen Namen nicht ganz sicher. Ich nenne sie halt immer Twinkie, aber ich glaube, sie heißt eigentlich anders. Anders ist aber auch ein komischer Name. Nein, anders heißt sie nicht, sondern irgendwie Twixie oder so. Aber ich weiß es gerade nicht. Also Dann bis war's auf einen das alle. Namen Ja. kennst du fast alle. Ja. Wow. Aber das ist echt schon eine richtig coole Ponyherde. Ich glaube, es ist auch schön für die, dass die sich alle so miteinander haben. Ist auch nicht so gewöhnlich, dass es so viele Shettys an einem Stall gibt, oder? Ja. Wir wollen jetzt aber auch noch was mit Valentino machen, beziehungsweise die Zuschauer fragen danach. Und zwar, was für Tricks können Gollum und Valentino? Willst du nicht einfach mal welche mit Valentino zeigen? Das könnte ich machen. Was machst du da? Ich muss ihn jetzt eben noch kurz putzen. Dann kannst du doch wenigstens auch das Mähnenspray des Videos verwenden. Ja, stimmt. Zeig mal bitte einmal, wie cool das aussieht. Gollum und ich sind da drauf. Oh, da darfst du es nur bei Gollum verwenden. Nein, ich verwende es halt auch bei Valentino. Wie soll man das jemals wieder sauber kriegen? Er wird sich gleich eh wieder wälzen. Wo geht ihr jetzt hin? Spazieren? Ich dachte, wir machen Tricks. Für das Kunststück, was ich euch jetzt zeigen werde, brauchen wir auch diesen Boden und nicht den heilen Sand. Denn das Problem ist wirklich folgendes, dass Valentino sich sonst direkt hinlegen würde. Und ich möchte nämlich, dass er das Kompliment lernt. Mathis hat schon zu mir gesagt, das wird nichts mehr. Aber nein, Leute, natürlich wird das noch was. Also ich vertraue da auf Valentino und mich, ne, Mobs? Wow. Es war halt noch nicht perfekt, aber es wird gleich noch besser. Gut, Mom. Wow. Das 3. Mal, dass wir es üben. Das ist richtig gut. Gut. Das ist gefühlt eine Dehnübung. Ja, das ist richtig gut für die. Also Valentino kann das rückwärts richten, was eigentlich so jedes Pferd kann. Aber ihm habe ich das halt so beigebracht, dass ich hier so antippe und dann geht er rückwärts. Das darf man aber nicht verwechseln mit den Seitengängen, die kann er nämlich auch. So. Prima. Was ein Multitalent. Jetzt machen wir das Steigen, das kennt ihr ja sicherlich. Wow. Gut, Mobs, prima. Was ich halt gar nicht mehr mit ihm mache, ist das Nein sagen. Er will halt immer Nein sagen, deshalb übe ich das gar nicht mal mit ihm. Aber eigentlich kann er das auch, aber damit bettelt er mir einfach zu viel. Deshalb lasse ich das eigentlich immer weg. Genau, was kann er noch? Er kann Podest, Teppich ausrollen. Er kann auch abgestellt werden und dann zu mir traben. Spanischen Schritt kann er noch. Braucht dafür am besten 2 Gärten, dann klappt das besser. Das Wetter ist halt nicht so spanisch aktuell, deshalb... Ja, deshalb. Ach so, ja, was er natürlich am besten kann, ist hinlegen, auf den Schoß legen, hinsetzen. Das kann er ja alles, aber das wisst ihr ja auch. Valentino! Probierst du immer alles vorher, was deine Pferde essen? Nein. Du musst das Gras auch vorher probieren. Prima. Ja. Er will nicht rein. Das war's mit der Pony-WG. Es geht weiter mit Gollum. Okay. Auf dem Weg habe ich noch eine Frage für dich. Wird es ein Pferdecamp 2025 geben? Also das steht halt noch nicht so richtig fest. Es steht noch in den Sternen. Aber falls ihr falls ihr coole Teilnehmer wisst, die unbedingt mitmachen müssen, dann schreibt es in die Kommentare. Aber wir sind uns halt noch nicht sicher, weil es echt Ich habe ein enormer Aufwand ist. Mathis Röckner. Gute Idee, der war ja noch gar nicht dabei. Gib mal die Möhre. Nimm mal der Möhre nach. Was willst du jetzt? Ich will jetzt gucken, welches Kunststück du super schnell erledigen kannst. Ich kann super schnell essen. Sehr gut. Die Frage ist, wie schnell kann Hella eine Box misten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Deswegen probieren wir es jetzt aus. Ist nicht dein Ernst. Das war die richtige Antwort, dass du es nicht weißt, weil dann können wir es jetzt ausprobieren. So, die Möhre gibt es jetzt aber erst danach, wenn du es erledigt hast. Wie bei den Tricks bei den Pferden. Also ich würde sagen, ich stelle jetzt einen Timer und dann geht's los. Ich renne dann auch wirklich los und hole mir direkt eine Karre, ne? Eine Sache vorweg noch, was glaubst du, wie lange brauchst du? Ich glaube, wenn ich mich wirklich beeile, 7 Minuten. Auf die Plätze? Fertig. Go.
Kannst du Gollum in der Zeit führen? Das kann ich machen. Dann müssen wir aber vorher noch einmal die Box zeigen, wie sie jetzt aussieht. Okay. So sieht die Box jetzt aus. Da hinten liegt auch noch Apple, also das Paddock gehört auch dazu, ne? Ja. Okay, und stopp. Es waren 7 Minuten 53. Aber ich finde, ich habe das eigentlich ganz gut eingeschätzt jetzt, ne? Das war gut eingeschätzt, aber Ja. ich glaube, man könnte es auch noch schneller schaffen. Ja. So, ich habe jetzt noch ein paar weitere Fragen über Gollum an dich. Wie viele Fragen hast du eigentlich, Tom? Nicht ich, die Zuschauer haben so viele Fragen. Ja, das stimmt. Und schon so dunkel, lass uns doch morgen weiterdrehen. Morgen? Okay. Morgen habe ich auch Springtraining mit Gollum. Okay, dann fahren wir morgen mit dir zum Springtraining und ich kann die letzten Fragen stellen. Tag 2 und jetzt bin ich mal ganz gespannt auf deine Fragen. Also erstmal habe ich die Frage, was hast du mit dem Wetter gemacht, dass heute so gutes Wetter ist? Ja, wirklich, im Vergleich zu gestern, aber es ist echt immer noch mega kalt. Wie die einfach denken, dass da was drin ist. Macht da jetzt eure Apple rein, ehrlich gesagt. Welche Berufe hätten deine Pferde, wenn sie Menschen wären? Oh. Also ich kann mir so vorstellen, Valentino, der wäre halt noch in der Schule und wäre so richtig der Klassenclown. Und Gollum? Gollum wäre so ein Beamter. Er würde so bei der Stadt arbeiten. Nein. Das ist voll schwierig, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber ich finde die Frage voll cool. Okay, die nächste Frage, Hella, lautet, Ja. welches von Mattes Pferden würdest du am ehesten kaufen? Ich muss sagen, ich mag Dila richtig gerne. Der ist so süß und auch immer so richtig kuschelig. Aber wen ich halt auch richtig gerne mag, ist Cody natürlich. Der erinnert mich einfach super an Valentino. Aber auch Unico. Der hat einfach so einen Schweif. Ja, ich muss sagen, ich mag eigentlich alle seine Pferde. Gut, dann beeil dich mal, damit wir noch pünktlich zum Springtraining kommen. Würdest du dir einen Friesen kaufen? Oh, ich muss sagen, ich liebe Friesen. Ich liebe ja auch wirklich Maike. Die haben meistens halt einfach so eine schöne Art an sich. Aber ich glaube, es wäre halt langfristig nicht das, was ich halt wollen würde mit Springen und so. Weil die meisten, also es gibt bestimmt tolle Ausnahmen, aber die meisten Friesen sind ja eher, sag ich jetzt mal, Kutschpferde, was ich auch mega cool finde. Aber dieser Springaspekt überwiegt, glaube ich, bei mir dann doch etwas. So, jetzt geht's auch schon ab in den Anhänger. Da warst du auch lange nicht mehr drin, ne? Oh, der ist ja noch ganz dreckig. Ja, ich putze vor Ort. Okay. Die nächste Frage. Hella, siehst du mich? Komm rum. Bekommt Gollum nochmal Extensions? Nein, ich muss ehrlich sagen, durch diese Aktion sind ihm irgendwie noch mehr Haare rausgerissen. Und irgendwie denke ich mir so ganz ehrlich, er hat halt einfach so einen Schweif. Man muss zu seinem natürlichen Ich stehen. Ach, auf einmal. Es hilft einfach nichts mehr. Ja. Gib zu. Also es sieht halt auch so echt blöd aus, aber ich muss ehrlich sagen, das ist einfach Gollum. Jeder hat Deshalb seine Macken, Hella. ist es jetzt einfach Nur der so. Charakter zählt. Nur der Charakter zählt, das sehe ich nämlich genauso. Die nächste Frage ist, wer fährt öfter von Tom und Hella? Die Antwort lautet Hella. Stimmt gar nicht. Hä, natürlich. Nein, ich fahr richtig oft. Wir sind angekommen. Wie lange warst du nicht mehr hier? Oh, vor lange irgendwie nicht mehr. Aber das wird sich jetzt wieder ändern, ne, Gollum? Wir wollen ja wieder richtig ins Training kommen. Und dann kommt jetzt die passende Frage dazu. Willst du nochmal auf ein Turnier gehen? Total gerne, aber ich glaube nicht mehr mit Gollum. Ich Oh. glaube, das ist vorbei, ne, Gollum? Dann kommt jetzt noch eine zweite Frage zum Turnier. Was war deine beste und was deine schlechteste Wertnote auf einem Turnier? Oh, gute Frage. Ich glaube, die beste, eine 7,8 oder so. Die schlechteste wahrscheinlich irgendwie eine 5, irgendwas. Aber ich weiß es auch irgendwie nicht mehr, ehrlich gesagt. Das muss echt schon sehr lange her sein. Was war denn deine Wertnote in der Schule? Ach so, mein Durchschnitt? Ja. Ich hatte 3,6 als Durchschnitt. Ist dir noch was eingefallen, was Gollum als Beruf machen würde? Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, er wäre so ein Muttersöhnchen. Ja, der wohnt einfach ganz lange bei seiner Mutti zu Hause, weil er sich nicht traut, alleine zu leben. Ja, wie soll er auch alleine leben? Ich mache ja wirklich alles für ihn. Ja, eben. Du wärst hauptberuflich Helikoptermutter und er wäre hauptberuflich dein Kind. Ja, das kommt gut hin. Ich habe hier heute irgendwie die dreckigsten Gamaschen, die ich überhaupt habe, gefühlt mitgenommen. Naja, egal. Hast du saubere Gamaschen? Nein, aber das sind die allerdreckigsten. Welche Schabracke soll ich nehmen? Die hier, diese schwarze, passend zu meiner Hose? Oder eine von diesen hier? Die hier blau. Ich würde sagen, die braune Schabracke. Meine Stiefel, passend zu den Gamaschen, dreckig. Heute passt dein Outfit einfach perfekt zusammen, ne? Ja, ne? Alles einfach dreckig heute. Kannst ja auch mal ein Video drehen. Ein Tag, alles dreckig. Aber so sieht das Set richtig gut aus. Wow. Ja, oder? Ja. Seit wann trägst du Handschuhe beim Training? Vor allen Dingen, seit wann weiß er, ehrlich gesagt. Ich habe meine normalen Handschuhe vergessen. Und ich mag das in letzter Zeit lieber, weil meine Hände sonst so abfrieren, weißt du? Im Winter ist es halt so kalt und dann ziehe ich lieber Handschuhe an. Jetzt habe ich aber meine normalen irgendwie zu Hause vergessen. Hatte jetzt die in meiner Tasche. Keine Ahnung, wieso. Hier ist der Parcours, den habe ich gerade schon ein bisschen runtergebaut. Aber die Frage lautet, was war der höchste Sprung, den du je gesprungen bist? Ich glaube, davon habe ich ein Video. Da müsst ihr mal vorbeischauen. Ich glaube, mein allererster M-Sprung oder irgendwie sowas heißt das Video. Kannst du dich noch erinnern? Das war hier, Da hast du oder? das noch abgemessen. Genau.
Also wir müssen, glaube ich, erstmal wieder reinkommen ins Training. Gollum Jetzt hat sich bist du wirklich... gerade rausgekommen aus der Halle. Hahaha, du weißt, was ich meine, sondern einfach mal wieder regelmäßig Unterricht reiten. Das ist nämlich sehr wichtig, dass man auf dem gleichen Stand bleibt. Aber Gollum hat es wirklich gut gemacht und ich bin, was das angeht, echt zufrieden mit ihm. Mit mir selber bin ich heute gar nicht zufrieden. Ich bin schlimm geritten leider. Aber solche Tage gibt es leider auch. Ich habe noch ungefähr 1000 Fragen. Nicht im Ernst. Das Gute ist, dass alle 1000 Fragen die gleiche Frage sind. Okay, sehr gut. Und das wird auch die letzte sein und die wirklich am meistgestelltenste Frage ist: Jetzt bin ich gespannt. Möchtest du irgendwann nochmal ein drittes Pferd oder ein zweites großes Pferd haben? Die Antwort ist ja. Es ist aber echt schwierig. Also bis ein Pferd mein Herz erobert und dann wirklich für den Rest des Lebens bei mir bleibt. Das ist halt einfach so eine riesengroße Entscheidung. Da dauert es einfach. Da kann man nicht einfach das nächste x-beliebige Pferd nehmen und sagen, ja, du bist jetzt meins. Sondern man muss schon schauen, dass es halt passt und harmoniert. Also ich bin immer noch weiterhin auf der Suche, aber ich stress mich jetzt nicht damit. Du wartest, bis der Richtige über den Weg läuft, ne? So wie mit Genau. mir. Hast du Ja. auch gewartet, bis der Richtige über den Weg läuft? Oder wartest du noch? Ich möchte noch einen zweiten. Ach so, genau. Ist klar. Einen Stern, der deinen Namen trägt. Hoch am Himmel zählt. Den schenke ich dir heute Nacht. Das war's dann jetzt auch schon mit dem Video. Oder Tom, hast du noch eine Frage? Ich habe noch so viele Fragen, Hella, aber nicht mehr in diesem Video, weil jetzt wird Okay. schon wieder dunkel, sonst müssen wir morgen wieder weitermachen. Ja, also belassen wir es dabei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gollum hofft das natürlich auch. Falls ihr noch weitere Fragen habt oder wir einen zweiten Teil machen sollen, dann schreibt eure Fragen gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns auch schon nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Und einen Daumen nach oben da lassen und abonnieren nicht vergessen.